Deflation Coins haben das Potenzial, so richtig abzugehen. Durch die internen Mechanismen entstehen oft enorme Volatilitäten. Und dies führt dazu, dass zum Teil mehrere 100% pro Tag diese Assets sich bewegen. Heute kommt ein Update zu einem Deflation Coin Ökosystem, welches wir schon lange nicht mehr beleuchtet haben. Jetzt entstehen dort tatsächlich massive Gelegenheiten. Welche genau, verraten wir euch nach dem Intro. Bis gleich. So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Volatilität ist genau das, was wir brauchen, wenn wir brutale Renditen erzielen wollen. Ohne Schwankungsintensität gibt es zwar auch kein hohes Risiko, aber auch keine großen Chancen. Das Titan-X-Ökosystem haben wir euch an anderer Stelle und in anderen Videos schon einmal öfter vorgestellt. Und wie viele andere Kryptowährungen auch, wurden die Assets innerhalb dieses Ökosystems in den letzten Monaten zum Teil brutal abgestraft und sind jetzt sehr, sehr günstig zu haben. Das Mutterprojekt, also TitanX selbst, der Token, der besteht bereits seit über 2,5 Jahren und hat jetzt seine inflationäre Phase, seine größte inflationäre Phase hinter sich. Das erkennt man auch daran, dass von der Gesamtversorgung über 56% bereits verbrannt wurden. Doch jetzt stellen wir uns einfach mal auch die allgemeine Frage, was macht denn Deflation Coins überhaupt so interessant und was führt dazu, dass diese überhaupt funktionieren? Und diese Frage, die können wir in der Zwischenzeit durch unsere gesammelte Erfahrung mit nur einem Satz beantworten. Und zwar durch die intelligente Verwendung der Burn-Liquidität. Was bedeutet intelligent in diesem Kontext? Das bedeutet, dass die Inputwährung, die ja als Burn-Liquidität verwendet wird, so lange zurückgehalten wird, bis ein positives Verhältnis von Input zu Verbrennung sich ausspielt. Es gibt allerdings auch noch Stapelung von Deflation Coins und die führen zu sogenannten Leverage-Ketten. Da kommen wir aber in ein paar Minuten noch drauf, indem wir ein separates Beispiel miteinander durchgehen. Wir wollen jetzt euch nur einmal anhand eines sehr pragmatischen Beispiels zeigen, wie die intelligente Verwendung von Burn-Liquidität aussehen kann. Wenn wir uns nämlich mal hier das Titan-X-Ökosystem uns selbst nochmal angucken, erinnern wir uns daran, dass jeder Titan-X gemeint werden kann und auch konnte, indem man Ether als Gegenwert hinterlegt hat. Das heißt, man hat Ether hergegeben und hat dann über einen gewissen Zeitraum TitanX zurückbekommen über einen virtuellen Miner. Wenn wir also 1 US-Dollar in Ether hergegeben haben, haben wir hier zum Teil 1 US-Dollar oder auch mehr in TitanX wieder zurückbekommen. Und diese ursprünglich 1 US-Dollar in Ether, die werden zur Verbrennung erst verwendet, wenn sich das Verhältnis zugunsten von Ether ausgespielt hat. Das bedeutet, wenn zum Beispiel wir mit einem US-Dollar Ether wesentlich mehr TitanX verbrennen können, als wir ursprünglich durch den einen US-Dollar erzeugt haben. Und dadurch entsteht der große Vorteil, in dem ihr wartet. Weil die Entwickler, man könnte sagen, die Community, und das liegt einfach im System dieser Deflation Coins, so lange ausbluten, bis auch wirklich der letzte ausgestiegen ist. Und das bedeutet, dass in diesem ganzen Konstrukt das Konzept, die Ungeduldigen bezahlen die Geduldigen, auf die Spitze getrieben wird. Und dieser Mechanismus, der ist auch aufgrund der dezentralen Natur des Protokolls bzw. des kompletten Ökosystems absolut nachvollziehbar. Aber, und jetzt kommt das große Aber, nicht alle Coins und Tokens im TitanX-Ökosystem sind auch wirklich investierenswert. Es gibt auch tatsächlich Protokolle, die absoluter Schrott sind. Wenn wir hier zum Beispiel etwas weiter runter scrollen und uns dann zum Beispiel Eden angucken, Alien X, Lotus, Turbo, Smoke, das ist absoluter Schrott. Das sind die Tokenomics sehr, sehr schwach. Das merkt man auch daran, dass die Marktkapitalisierung jetzt nahe Null ist und diese absolut ausgeblutet sind. Wichtig ist deshalb, nicht einfach nur blind zu kaufen, sondern die Protokolle jedes für sich intelligent zu analysieren. Und genau diese Arbeit, die haben wir natürlich schon für euch gemacht. Wir haben eine separate Excel
Excel-Tabelle erstellt, um die Qualitäten der verschiedenen Protokolle besser einschätzen und objektiv messbar zu machen. Diese Excel-Tabelle, die ist übrigens für alle Mitglieder unserer Mastermind-Gruppe inklusive, könnt ihr also sehr gerne mal ausprobieren, falls ihr Interesse daran habt oder ohnehin schon vorhattet, ins Titan X-Ökosystem zu investieren. Da dürft ihr euch diese Excel-Tabelle um einiges weiterhelfen. Wie sieht diese Excel-Tabelle grundlegend mal aus? Wir haben hier verschiedene Metriken hergenommen. Wir haben hier zum Beispiel mal die Liquidität zur Verbrennung hergenommen und die voraussichtliche Erhöhung der Burn-Liquidität basierend auf der Wertentwicklung von Titan X, weil im Endeffekt ja auch wiederum andere Protokolle Titan X als Burn-Liquidität verwenden, berechnet und haben über diese Burn-Liquidität abgeleitet den Price-Impact berechnet, der eintreten würde, wenn die Burn-Liquidität auch genauso verwendet wird. Und hier seht ihr zum Beispiel, dass wir einen Coin bzw. einen Token haben. Da haben wir, wenn wir diese Burn-Liquidität verwenden, einen Price-Impact von über 90.000%. Das bedeutet, der müsste ein über 900x hinlegen, wenn diese Burn-Liquidität auch tatsächlich intelligent von den Entwicklern verwendet wird. Hier zum Beispiel wird die ganze Sache auch auf die Spitze getrieben. Die Burn-Liquidität verursacht einen Price-Impact von über 3300x. Dann haben wir aber noch, weil wir uns nicht zu sehr auf diese zukünftige Projektion des Price Impacts stützen wollten, eine Kennzahl entwickelt, die einfach im Endeffekt nur ausdrückt, wie viel des aktuellen Wertes des Tokens jetzt schon an Burn-Liquidität abdeckt. Das bedeutet zum Beispiel, wenn wir uns diesen Token zum Beispiel angucken, dann stellen wir fest, dass jeder US-Dollar von diesem Token mit 2,74 US-Dollar an Burn-Liquidität hinterdeckt ist. Das bedeutet, hier wird sogar der Token mit einem massiven Abschlag momentan gehandelt, obwohl weit mehr an Burn-Liquidität vorhanden ist als der Preis des Tokens an sich. Hier vergleichen wir immer die Outperformance innerhalb von einer Woche gegenüber des Referenzwertes. Bedeutet also, dass wir überprüfen wollen, ob eine Outperformance, sobald man die Verbrennung stattfindet, auch weiterhin gegeben ist, um dann eben festzustellen, ob die Reflexivität des Assets nachlässt. Mit der Reflexivität wird im Endeffekt ausgedrückt oder gemessen, wie stark sich ein Derivat im Vergleich zum Basiswert verhält. Bedeutet also, wenn wir einen Token haben, der sich doppelt so stark wie der Basiswert, also wie die Burn-Liquidität oder der Basiswert der Burn-Liquidität entwickelt, haben wir eine sehr hohe Reflexivität. Wenn er sich vielleicht sogar schwächer entwickelt als der Basiswert der Burn-Liquidität, dann hat er eine recht geringe Reflexivität. Dann hier mit dieser Spalte wollen wir einfach überprüfen, wie stark momentan die Deflation, aber auch die Inflation ist. Es gibt tatsächlich noch Token im Titan X-Ökosystem, die sehr inflationär wirken, wie zum Beispiel der hier, wo noch mit über 0,5% pro Woche inflationiert wird. Es gibt aber auch schon Token, die regelmäßig jetzt auch schon verbrannt werden, obwohl noch relativ wenig von der Burn-Liquidität verwendet wird. Also bei den meisten Protokollen ist die Verbrennung momentan auf ein Minimum zurückgefahren. Warum? Weil natürlich ein Großteil der Burn-Liquidität relativ niedrig in ihrem Wert steht und erst mit dem nächsten Bullenmarkt verwendet wird, wo dann eben auch der Wert zurückkommt. Dann haben wir eine Punktzahl generiert, wo eben, ja, man könnte sagen, ein Ranking erstellt aus diesen ganzen Zahlen, sodass es objektiver, vergleichbar macht, die Protokolle untereinander zu vergleichen. Je höher die Punktzahl, desto besser. Und hier haben wir noch einige, ja, ich sage jetzt mal, Randbemerkungen notiert, um besser einschätzen zu können, wie der Status ist. Also wie zum Beispiel sich die maximale Gesamtversorgung auswirkt, wo momentan das Verbrennungslimit ist, wie hoch momentan die Mining ROI ist, also ob es überhaupt Sinn macht, neue Titan X zum Beispiel oder neue Hydra oder neue Dragon X zu meinen oder nicht. Wenn es zum Beispiel neue Payouts von anderen Protokollen gibt und so weiter und so fort. Und das haben wir im Endeffekt hier alles festgehalten, um noch einen besseren Überblick über die ganze Sache zu erhalten. Und jetzt wollen wir zu guter Letzt noch auf das Thema Leverage-Ketten bzw. gestapelte Deflation Coins zu sprechen kommen. Es gibt nämlich tatsächlich Titan X Protokolle, die haben über 2 bis 3 Level.
diese Deflation Coins gestapelt. Also wenn wir uns daran erinnern, Titan X ist ja ein Leverage Play auf Ether, weil Ether zur Verbrennung für Titan X verwendet wird. Und jetzt gibt es noch einmal einen Token, der zum Beispiel Titan X als Burn-Liquidität und als Input-Token verwendet, sodass wir einmal den Price Impact von Ether auf Titan X haben und dann den Price Impact von Titan X auf den neuen Token, und das wird nochmal eine Ebene weiter gespielt. Und wenn das eben dann so gemacht wird, dann kommen genau solche Zahlen, was das Thema Burn-Liquidität und Price Impact angeht, dabei heraus. Für uns ist die Sache deshalb so klar wie Kloßbrühe. Wenn Ether und der allgemeine Altcoin-Markt mal wieder richtig abgeht, dann zündet auch der Kursturbo bei den Titan X Tokens. Alle Titan X Tokens sind nämlich Leverage Plays auf Ether. Und deswegen ist klar, wenn Ether versagt, versagen auch die Titan X Coins. Wenn aber Ether so richtig rockt, und davon können wir mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ausgehen, dadurch, dass im letzten Zyklus eher versagt hat, dann rockt Titan X und die dazugehörigen Assets und das komplette Ökosystem brutal. Wirft also definitiv mal einen Blick darauf, denn es könnte sich im nächsten Zyklus, in dem wir vornehmlich sogar eine Altcoin-Stärke mal wieder sehen könnten, immens auszahlen und sich richtig lohnen. Wenn ihr an der Excel-Tabelle oder vielleicht an einer Begleitung in das Investieren dieser Assets interessiert seid, guckt mal in unsere Mastermind-Gruppe vorbei. Ihr könnt es absolut kostenlos 7 Tage testen und dann seht ihr, ob es euch einen Mehrwert bringt. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.